Also es war natürlich immer das große Ziel, im Segelsport erfolgreich zu sein, auch gerade noch beim Unfall. Aber natürlich, je mehr man realisiert, in welcher Situation man sich befindet, desto realitätsnah wird natürlich auch die Entscheidung, dass man halt irgendwie nicht mehr segeln kann, dass es nicht mehr möglich ist. Ich habe auch kurz nach meinem Unfall alle meine Sachen verkauft, die ich hatte, 3 Schiffe. Und habe dann aber tatsächlich erst vor 2 Monaten realisiert, dass auch wenn man sich Sachen zum Ziel setzt und auch wenn andere der Meinung sind, dass es nicht möglich ist, dass man durchaus das Potenzial besitzt, auch Sachen, die nicht möglich zu erscheinen, möglich machen. Das heißt, also ich habe alles verkauft, war erst am Boden und meinte, Sport wird wahrscheinlich nie wieder was. Und dann vor 2 Monaten die große Entscheidung für mich selber, das zu sagen, es gibt keinen Grund dafür zu sagen, dass es nicht funktioniert, alles ist möglich. Dass ich ja überlebt habe, ist ja auch eigentlich ein Unding. Und von daher glaube ich, dass wenn man sich das Ziel gut genug setzt und gut genug dabei bleibt, dass es dann durchaus möglich ist mit den verschiedenen Hilfsmitteln. Hallo, mein Name ist Silas Mühle, ich bin 18 Jahre alt, komme aus Hamburg und segel seit 12 Jahren professionell. Habe jung angefangen und bin momentan im NACRA 15 unterwegs und auch im olympischen NACRA 17. Und versuche mich jetzt gerade nach einem schweren Schicksalsschlag wieder auf die Beine zu kämpfen und die Olympischen Spiele 2024 in Paris anzugreifen. Also erschreckt nicht, das ist nur Probe, gell? Also das ist nur reine Funktionshilfe. Ich hätte das jetzt einfach so ringförmig so zugeschliffen. Ja. Und dann hätte ich den, dass man den da oben positioniert. Ja. Dass man die Langfinger kommt. Oder ein bisschen weiter vorgehen, weil er hat anscheinend so kleine Radien, die er greifen muss. Am 2. August 2020 bin ich nachts nach Hause gefahren und habe die falsche S-Bahn-Station erwischt und wollte umsteigen. In dem Moment, wo ich dann die Bahnstation verlassen habe, bin ich in sozusagen Trance gefallen und bin mehrere Stunden am Bahnhof geschlafwandelt. Und dann irgendwann habe ich mich anscheinend entschieden, auf die Gleise zu gehen und bin 500 Meter auf den Gleisen gegangen und dann über eine Gleise irgendwann gestolpert. In dem Moment wieder aufgewacht. Und dann war es leider schon zu spät und dadurch, dass man dann halt beide Schienengleisen berührt hat, kam es dann zum Stromschlag, den ich mit Glück überlebte. Die Verbrennungen waren aber leider so hoch, dass ich 2 Finger verloren habe, viele Narben am Körper gehabt habe und nur mit Glück irgendwie wieder runtergekommen bin von den Schienen. Und darauf folgten dann 2 Monate mit Krankenhaus, Intensivstation, viele Operationen, insgesamt 12 Stück. Und dann bin ich letztes Jahr im September, glaube ich, wieder rausgekommen und seitdem kämpfe ich mich wieder zurück. Ich habe schon 2 neue Trainingslager bekommen. Und bin momentan bei der Versorgung mit Polich unterwegs und schaue, wie das so geht, um die zukünftigen Ziele zu erreichen. Die Hoffnung ist mit der Prothese ein Gegengreifstück zu bekommen, da der Daumen leider aufgrund der Verletzung amputiert worden ist. Und im Segeln ist es wichtig, dass man viele Sachen wie Seile oder Ausleger, womit man steuert, fest im Griff hat. Und die Hoffnung ist, dass man sozusagen durch eine Gegenhaltprothese mehr Sicherheit darin bekommt, Sachen festzuhalten und dass sie nicht so einfach aus der Hand fallen. So, steuern. Ja, funktioniert super. Hättest du das gedacht? Ganz ehrlich? Doch, na klar.
funktioniert einwandfrei. Wow.